Hallo meine Freunde, wir beschäftigen uns heute mal wieder mit unserem hübschen Dösser Sys CC. Wir werden heute neue Bremsscheiben und neue Bremsbeläge an der Hinterachse montieren. Bevor wir das Fahrzeug aufbogen, müssen wir an zwei Sachen denken. Zum einen müssen wir die Radschrauben lösen, zum anderen muss ja die Handbremse auf sein zum Bremsenwechsel. Das heißt, wir sichern das Fahrzeug. Der Keil kommt an das Vorderrad auf der diagonalen Seite. Schön eintreten, damit nichts passieren kann. Die Schrauben macht er mit dem langen Hebel gerade mal lose. Mit dem ganzen Gewicht drauf. Mal eine, bisschen, die zweite ein bisschen. Und gerade lose machen. Wenn wir das Fahrzeug aufbogen, verlassen wir uns nie nur auf so einen Wagenheber. Ich habe mir hier so Klötzchen gebaut, die kann man da unten reinlegen. Und dann kann der Wagenheber nicht mehr zurück. Jetzt stellt er hier am Klotz an. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen Bock drunter stellen. Den Wagenheber müsst ihr an einer stabilen Stelle ansetzen, zum Beispiel hier, wo die ganze Strebe gegen den Träger verschraubt ist. Jetzt pumpt er das Fahrzeug hoch, bis das Rad frei kommt. Dann machen wir das Rädchen vollständig runter, also einfach alle Schrauben rausdrehen. Und unten haltet er mit dem Fuß gegen, dann saust das Rad nicht runter. Nach vorne da abnehmen und ihr habt's. So, das sind die Bremsbeläge. Seht ihr, innere ist relativ weit abgenutzt. Diese Federn könnt ihr erstmal drin lassen. Ihr merkt euch aber, wie die montiert sind. Die sind beide symmetrisch, also nicht spiegelverkehrt, aber der Draht muss hier oben anstehen. Können wir momentan vergessen. Hier unten ist ein kleiner Sicherungssplint, den müssen wir als erstes entfernen. Da geht er gerade so mit der Spitzzange rein und zieht den ab. Danach muss dieser Keil raus. Der wird jetzt mit dem Durchschlag von der Schraube her nach außen getrieben. Der Durchschlag muss klein genug sein, damit er hier unten unter dem Belag durchgeht, sonst stopft er ja beides zusammen. Und dann könnt ihr den Keil hier einfach abnehmen. Ein bisschen Freiraum schaffen, um die Bremsbeläge rauszukriegen. Und ich habe schon den Freiraum, um den äußeren Belag rauszubekommen. Dann drücken wir ein bisschen in die andere Richtung und wir haben den inneren Belag. Beim reinen Belagwechsel bräuchtet ihr jetzt nur den Kolben zurücksetzen und die neuen Belege installieren. Ich möchte aber die Scheibe wechseln, da muss der Rahmen hier weg. Ihr braucht nicht den ganzen Sattel hier innen zu demontieren, sondern die zwei Schrauben genügen. Da braucht ihr einen relativ langen Hebel. Jetzt aufpassen, wenn das Fahrzeug aufgebockt ist, dass es nicht runterwirft. Die Schrauben sind verklebt, deshalb drehen die sich lange sehr schwer. Allmählich haben wir das Teil. Um den vielen Klebstoff aus dem Gewinde zu bringen, schiebe ich einen Gewindebohrer rein. Sonst geht die neuen Schrauben auch wieder schlecht rein. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, es ist 12 x 1,5er Feingewinde. Ist also gerade kein Gewindebohrer aus dem Baumarkt. Gibt es im Fachhandel. Gerade ohne Gewalt reindrücken, wenn er ansteht, ist gut. Hier seht ihr, wie viel Klebstoff da in der Schraube drin war. Die gleiche Nummer natürlich oben nochmal. Die Bremsscheiben sind nun mit einer Schraube gesichert, die normalfall sehr schwer aufgeht. Ich benutze immer gern so einen Handschlagschrauber für diesen Zweck. Das ist übrigens in Torx T30. Wenn man da einen Handschlagschrauber benutzt, hat man die Chance, dass die relativ easy aufgeht. Das war's schon. Das ist schon gekommen. Weil Rostlöser bringt eigentlich nichts, der dringt gar nicht bis ins Gewinde hinter vor. So, wenn ihr Glück habt, geht jetzt die Bremsscheibe, ja, einfach runter, wenn nicht ein zarter Hammerschlag
Jetzt merkt ihr euch die Stellung von dem Kolben. Hier sind so geriffelte Stücke. Die Position muss nachher die Nase vom Belag rein und die geriffelten Stücke sind hier hinten. Und genauso drehen wir den Kolben nachher wieder hin. Jetzt haben wir die Chance, alles gründlich zu reinigen. Da geht er mit der Messingbürste drüber. Hier ist nichts Empfindliches dran, da könnt ihr überall drüber fahren. Dann die Radnabe hier. Gehen wir kurz drüber. Da könnt ihr auch ganz feines Schleifpapier nehmen. Die ist aber auch sehr sauber, also da brauchen wir uns keine großen Sorgen zu machen. Gerade so ein bisschen reinigen. Und damit es so bleibt, könnt ihr ein bisschen Keramikfett benutzen. Aber nur ein bisschen. Die Schrauben haben beim Gewindeschneiden ja etwas Öl abbekommen. Da wir sie nachher kleben müssen, reibe ich sie jetzt mit Aceton ab, damit sie ölfrei sind. Das gleiche natürlich mit den Schraubenlöchern. Auch hier hatten wir Öl benutzt, die reiben wir schön aus, damit das Öl hausen ist, dann wirkt der Klebstoff besser. Die müssen ja schon halten, sonst können wir irgendwann mal nicht mehr bremsen. Dann kontrollieren wir hier, ob die Manschette dicht, nicht rissig ist und auch ob der Ausgleich funktioniert. Das ist alles freigängig. Kolben zurücksetzen. Dafür gibt es ein spezielles Werkzeug. Zur Not geht es aber auch mit dem Imbusschlüssel. Wir müssen uns aber die Stellung merken. Wie gesagt, geriffelt war hier. Jetzt ganz langsam zurückdrehen. Und dabei müsst ihr kontrollieren, dass hier nichts überläuft. Weil wir ja die Flüssigkeit in den Behälter zurückdrücken. So, der Kolben ist jetzt zurück und ungefähr in der alten Stellung. Und könnt ihr auch kontrollieren mit dem alten Belag. Diese Nase muss hier eingreifen und da muss der Belag ungefähr da zurückstehen. Jetzt können wir auch den Rest noch reinigen. Beim Reinigen müssen wir jetzt aber aufpassen, dass wir mit der Drahtbürste nicht diese Manschette zerstören. Also hier unten können wir ein bisschen reinigen. Da oben. Vor allen Dingen diese Schienen ganz gründlich reinigen. Da kommt ja nachher auf der einen Seite der Keil rein und der rutscht nur rein, wenn es hier sauber ist. Die neuen Scheiben sind lackiert. Da genügt eine minimale Reinigung mit Bremsenreiniger, so dass sie gerade sauber sind. Wenn die gefettet wären, müsstet ihr reiben, bis das ganze Fett unten ist. So, jetzt müsst ihr die Scheibe so ansetzen, dass diese Schraube hier auf das Gewinde trifft. Und dann war eine neue Sicherungsscheibe bei den Bremsen, war bei den Bremsen mitgeliefert. Die kommt hier rein, gut ist. Anzugsmoment sind 10 Newtonmeter. Jetzt kommt der Rahmen mal provisorisch drauf, damit wir die Bremsklötze checken können, ob die passen und einsetzen. Nachher müssen wir den Rahmen aber nochmal abnehmen, weil wir die Schrauben verkleben müssen. Jetzt müsst ihr die Federn hier nur so einhängen, aber wie gesagt, braucht nichts beachten, aber nachher muss es so drin stehen. Wir können jetzt gleich mal üben. So kommt sie rein. So, genau so liegt sie richtig. Das ist der erste Belag. Beim zweiten genauso nicht spiegelverkehrt. Die sind beide gleichgerichtet. Der zweite Belag kommt hier rein. Auch wieder die Feder hochschieben, hier hochschieben. Und jetzt muss er oben anstehen. Und so sind die Belege, wenn die so federn hier in den Dingern, liegen sie richtig. Sowohl oben auf die Schiene als auch unten macht er wieder von dem Keramikfett drauf. Keramikfett brauchen wir hier deshalb, weil der Bremssattel aus Aluminium ist. Könnt ihr mal im Chemiebuch nachschauen, das Ganze läuft unter Elektronegativität. Jetzt kommt das Geduldsspielchen an der Sache, der Keil muss drunter, wobei die beiden Löcher an der Seitenfläche sind. Also der muss jetzt hier so drunter. So, dann versucht das mal am besten mit 2 Personen. Einmal hinten mit dem Schraubenzieher hochdrücken, Hammerschlag. Bisschen mit dem Hammer drauf. Weiter. Sehr schön. Den ersten Belag haben wir schon mal geschafft. Die gleiche Nummer mit dem zweiten Belag. Einfach weiterklopfen. Mit dem Schraubenzieher anhalten. Jetzt weiter. Weiter.
Ja, okay, stopp. Und jetzt müsst ihr an dem Punkt aufhören, weil nämlich wir haben jetzt folgendes Problem. Hier geht es über die Schraube rüber. Jetzt müssen wir zuerst die Schrauben machen, bevor dass wir das Blech vollständig installieren. Genau in diesem Stadium macht er jetzt eine Schraube raus. Passiert nichts, verrückt sich nichts. Auf die eine Schraube kommt jetzt reichlich Klebstoff. Also Schraubensicherung. Dann kommt die wieder rein. Gleich ganz reinschrauben. Dann kommt die zweite raus. Auch jetzt verschiebt sich nichts. Anziehen. Und dann erfolgt das finale Drehmoment 95 Newtonmeter für die Schrauben. Einmal, zweimal. Die lösen sich sicherlich nicht. Jetzt könnt ihr diesen Klotz, müsst ihr jetzt so weit treiben, bis dieses Loch gerade hier frei kommt. Aha, jetzt kontrolliert er mal. Noch ist nicht ganz frei, noch ein Hauch weiter. Und ja, nicht weiter, weil sonst hat der Stift keinen Sinn mehr. So, jetzt ist das Loch komplett hier frei. Und jetzt setzt er den neuen Sicherungssplint so mit der Flachzange in das Loch ein. Das war's. Jetzt kontrolliert er nochmal, ob beide Belege federn. Der sitzt richtig. Wie gesagt, die Drahtschleife muss hier über dem Belag sein. Hier auch. Hier sind die Schleifen jeweils eingehängt. Splint, Keil, alles drin. Perfekt. Wir können die Bremse anbremsen. Anbremsen bedeutet, dass ich jetzt das Pedal ein bisschen drücke, bis der Kolben wieder ansteht. Hat er schon. So ist gut. Dann probieren wir die Handbremse aus. So, wenn er das Rad ansetzt, zielt er am besten schon da, wo die Schraubenlöcher sind. Dann kommt von unten wieder der Fuß dran. Dann schauen wir mal nach, dass wir das Schraubenloch ausrichten. Und dann zur Sicherheit eine Schraube rein. Bin immer noch mit dem Fuß drauf unten. Jetzt greift die Schraube, jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt ist nur noch, dass es sich schön anlegt. Eine drin ist, passt der Lochkranz ja auch, habt ihr keine Probleme mehr. Rad halten und mal über Kreuz, so weit wie es geht, mit der Hand anziehen. Es muss auf jeden Fall die Stütze und die Sicherung raus. Dann können wir ihn gemütlich ablassen. Immer schön langsam. Wenn er wieder sicher auf den Rädern steht, bekommen die Radmuttern jetzt noch beim Peugeot 90 Newtonmeter. Und auch die wieder über Kreuz. Das heißt, jetzt geht es hier bei der weiter und zum Schluss kommt die. Jetzt ist das Alurad fest. Da kann nichts mehr passieren. Ich habe es euch jetzt an einer Seite gezeigt. Die zweite Seite könnt ihr jetzt schon alleine machen. Wenn alle Bremsen gewechselt sind, schaut ihr jetzt nochmal vorne im Flüssigkeitsbehälter nach, wo der Stand ist. Der steht genau auf Maximum, haben wir jetzt erwischt. Wenn nicht, müsst ihr jetzt ablassen oder nochmal nachfüllen. Generell gilt, Bremsen sind sicherheitsrelevante Teile. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst jetzt den Profi drüber schauen, ob alles richtig ist, oder fahrt zum Bremsenprüfstand. Und ich sage euch schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video.